Herzlich willkommen zum ersten Tutorial rund um Java und Spring Boot. Ich werde in diesem ersten Tutorial mit einer komplett frischen und nackten Ubuntu-Installation starten und wir werden uns im Verlaufe dieses Tutorials beschäftigen mit den ersten Schritten, die überhaupt zu tun sind, um eine Java-Applikation und eine Spring Boot-Applikation aufzusetzen. Wir werden Java 1.8 verwenden dafür und das auch erstmal überhaupt installieren. Hier, die Installation ist ja komplett nackt, sodass hier, glaube ich, nicht mal ein Java installiert ist. Gucken wir mal gerade. Ja, kein Java installiert, das kriegen wir also hin. Darüber hinaus werden wir uns damit beschäftigen, dann ein kleines Projekt zu initialisieren, eine Datenbank zu installieren, alles, was dazugehört, um ein erstes lauffähiges Projekt zu haben. Wir werden Maven einsetzen und am Ende auch Eclipse installieren, um dieses Projekt mal ein bisschen genauer zu erforschen. Dieses Tutorial ist der erste Teil von einer ganzen Reihe von Tutorials, die ich plane, die sich im Prinzip mit der gesamten Softwareentwicklung von ganz vorn, von der Anforderung über die Entwicklung bis hinten einer vollständigen Applikation beschäftigen wird. Insbesondere werden wir uns auch mit Microservices beschäftigen, mit Domain-Driven Design, äh, Datenbank-Mapping, einer relativ sauberen Architektur, äh, Bildprozesse, wie man im Grunde auch in der Applikation konfiguriert, sodass am Ende eine vollständige äh, Reihe entsteht über die Softwareentwicklung in Java in Kombination mit Spring, um zum Beispiel äh, RESTful-APIs zu bauen, vielleicht auch in Kombination mit einem Frontend wie AngularJS oder Angular an sich oder irgendeiner anderen Technologie, das werden wir noch sehen. So, ich fange einfach mal an mit den ersten Punkten. Im Prinzip starten wir bei Null. Also ich kann im Prinzip noch nicht mal ein Java-Programm ausführen, weil noch nicht mal ein Java installiert ist. Das heißt, wir werden auch nicht weit kommen. Das bedeutet, zuerst werden wir uns mal in Ubuntu mal das Java installieren. Interessanterweise, wenn ich hier Java C, das ist der Befehl für den Java-Compiler, starte, gibt mir Ubuntu ein Glück gleich den einen oder anderen Vorschlag, wie man denn Java jetzt installieren könnte. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Wir werden das OpenJDK 8 verwenden. Man könnte natürlich auch schon das 9er nehmen. Nur sind die Features aus Java 9 für für dieses Tutorial weniger relevant. So, das heißt, ich installiere jetzt einfach mal, indem ich im Prinzip die Befehle hier so verwende, wie sie hier stehen und natürlich dann OpenJDK-8-JDK-Headless. Enter, einmal authentifizieren und es läuft. Ja, wir möchten gern 139 Megabyte runterladen. Es geht hier eigentlich relativ schnell. Und Ubuntu installiert. So, Gegenprobe und wir haben einen Java-Compiler. So, das bedeutet, ich muss mal gucken, hier gibt es auch Version 1.8.0-191. Das ist eine relativ, ich nehme mal an, sogar die aktuellste Version, die zur Verfügung steht, aber für unseren Zweck völlig ausreichend. So, das heißt, wir werden jetzt eigentlich schon fähig, Java-Programme auszuführen und zu kompilieren. Für unseren Zweck werden wir aber noch weitere Werkzeuge brauchen, nämlich zum Beispiel Maven. Denn es gibt natürlich mehrere Bildwerkzeuge. Maven ist eins davon. Wer sich mit Maven noch nicht auskennt, es gibt im Internet sehr viele Ressourcen rund um Maven. Im Grunde ist Maven ein Werkzeug, ein Kommandozeilenwerkzeug, um Java-Programme zu bauen, auszuführen, um den Quellcode aufzubereiten
Artefakte zu bauen, zu zerlegen, Textersetzungen durchzuführen, also so verschiedene Dinge zu machen, die man benötigt, um vom Quellcode zu einem ausführbaren Programm zu kommen. Es gibt auch noch andere Werkzeuge wie Gradle. Ja, wenn wir uns jetzt einfach mal hier Maven anschauen, bei Google und hier, das ist von Apache, das nutzen wir jetzt erstmal initial. So, im Grunde ist es nicht schwer. Ja, ich versuche jetzt auch wieder diesen Befehl auszuführen. Da sagt er, oh, Maven kenne ich nicht. MVN ist der Befehl dazu. Auch hier ist Ubuntu so nett, mal etwas vorzuschlagen. Machen wir einfach mal, installieren wir mal Maven hinterher. Und das dürfte genauso schnell gehen. Dann haben wir schon zwei wichtige Grundlagen geschafft, nämlich eine Java-Installation und eine Maven-Installation. Und das ist in der Theorie könnte man nun mit einem Texteditor, einem simplen Editor und bereits Java-Software schreiben. Also das ist völlig unabhängig jetzt von einem Werkzeug wie Eclipse oder ähnliches. Wir werden Eclipse auch relativ spät erst installieren, weil wir ja zunächst ein paar Dinge ausprobieren wollen. So, Maven funktioniert. Jetzt sagt er mir hier im Grunde, hey, ich brauche eine POM-XML, um arbeiten zu können. Finde hier kein Projekt, das ich kompilieren kann. Ist natürlich klar, weil wir haben ja noch keins. So, was uns auch gleich zum nächsten Schritt führt. In Bezug auf Spring Boot. Spring Boot ist ein Aufsatz auf das Spring Framework, das es ermöglicht, sehr schnell und einfach ziemlich komplexe Applikationen zu bauen. Mit REST-Endpunkten drin, also dieses Spring MVC ist da drin gekapselt, mit Hibernate, mit als Datenbank-Mapping, alles was dazugehört, hat Spring Boot im Bauch und inklusive auch ein Tomcat, der gleich hochfährt, der zur Verfügung steht. Das ist im Prinzip wirklich eine Bootstrapping-Applikation, in der man unglaublich schnell zu ersten Ergebnissen kommt. Wenn man sich das mal hier anguckt, ja, meinetwegen, so, äh, es trifft es der Satz schon ganz gut. Standalone Production Grade Spring-Based Applications, die einfach nur laufen. You can just run. So. Das ist natürlich im produktiven Umfeld arbeitet man vielleicht ein bisschen anders. Also da hat man vielleicht einen separaten Tomcat, in dem man Tomcat ist eine Laufzeitumgebung, die man nutzen kann oder irgendeine andere Art und Weise. Äh, wir behangeln uns dabei ein bisschen ran. So. Wie bekommen wir jetzt zu einem ersten Projekt, Spring-Projekt? Eine ganz simple Sache. Dazu gibt es eine Website, die ich sehr, sehr gut finde. Das ist der Spring Initializer. Das ist eine Webseite äh, von Spring bereitgestellt, äh, die es uns ermöglicht, relativ einfach uns eine kleine Applikation schon mal zusammenzuklicken. Ich nenne das jetzt hier Tutorial. So, und dann nennen wir das auch Tutorial. Das ist im Prinzip ähm, ein Artefakt, also sprich die Applikation, die wir bauen wollen, besitzt in dem Fall hier zwei Eigenschaften, nämlich das ist der Name des Artefakts und im Prinzip die Gruppe, das Package, in dem das liegen soll. Dient auch dazu, dass wenn man Bibliotheken baut und veröffentlicht, dass es möglichst wenig Konflikte gibt. Deshalb sollten das auch möglichst eindeutige Namen sein. Für unseren Fall ist das natürlich hier völlig ausreichend. Die aktuellste Version, ja, 2.1.2 brauchen wir nicht, 2.1.1 völlig ausreichend für das, was wir machen möchten. Und wir wollen haben wir die Wahl zwischen Maven und Gradle. Wir verwenden Maven und sogar die Sprache kann man natürlich differenzieren. Das sind alles Sprachen, die in einer Java-Virtual-Maschine laufen, Java, Kotlin oder Groovy. Wir werden uns natürlich jetzt für Java entscheiden. Was wir noch brauchen, damit wir es gleich vollständig machen, möglichst vollständig, ist Web und JPA. Die JPA ist die Java Persistence API und Hibernate ist unser Datenbank-Mapper der Wahl und im Grunde ist Hibernate eine Implementierung dieser Persistence API. Diese API dient dazu, dass wir in Java relativ leichten Umgang mit einer Datenbank haben. Also Statements gegen diese Datenbank
abschießen können, Mapping auf Datenobjekte, Datenmodelle machen können und auch komplexe Abfragen machen können. Dazu dient diese Persistence API. So, und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Web benötigen wir, das ist dann Spring MVC. Model View Controller benötigen wir in erster Linie, um REST-Endpunkte relativ leicht zur Verfügung zu stellen, was in einem der nächsten Tutorials auch das Ziel sein wird. Gut, dann wollen wir mal, jetzt klicke ich hier auf Generate Project und ich möchte das gern speichern und dann fällt hier so ein ZIP-File auf die Platte, das wir mal entpacken. Extract hier. So, jetzt haben wir schon im Prinzip eine Projektdatei. Ich verschiebe das Ganze mal in Documents rein. Ich hoffe, ich habe es gerade verschoben und nicht nur, ich habe es kopiert, aber ist egal. So, also in Documents haben wir jetzt im Prinzip schon eine fertige, startfähige Applikation, kann man sagen. Bestehend aus einer POM-XML, das ist eine Steuerdatei für Maven, die ansagt, wie heißt die Applikation, die sagt, welche Abhängigkeiten zu welchen Bibliotheken habe ich denn. Dann haben wir, die ignorieren wir jetzt mal, die sind nicht so wichtig. Dann haben wir hier schon zwei Packages parat, Source Main Java und darin bereits unser COM-Tutorial und dann schon eine erste einfache Applikation, die im Grunde noch nichts tut. Und wir haben einen ersten Test, der schon in JUnit zur Verfügung steht. Wo sind wir hier? Bei Source, Test, Java, COM, Tutorial und dann haben wir hier Tutorial Application Tests. So, das wollen wir jetzt schon mal ausführen. Es wird zwar noch nicht funktionieren, das weiß ich, aber wir werden mal in diese Falle tappen. Jetzt steuern wir das mal an. So, da haben wir Tutorial, ist unser Projekt. Und da sehen wir alle, im Prinzip gehen wir auf die Ebene, wo die POM-XML sich befindet. Und jetzt führe ich einfach nur aus mvn, das ist der Maven-Befehl. Clean heißt bereinige alle bisher generierten Daten. Also wenn Maven baut, entstehen Zwischenartefakte und abschließende Artefakte und Clean räumt das erstmal alles auf. Und Package bedeutet, bau mir bitte ein Zielartefakt wie ein Jar-File oder ein War-File, so wie es in der POM XML definiert ist. Gleichzeitig würde er jetzt auch alle Tests ausführen, die zur Verfügung stehen. Das ist jetzt der Vorteil an Spring Boot unter anderem. Es ist alles schon orchestriert, es ist alles da. Im Grunde reichen diese wenigen Schritte, um schon eine erste Applikation zur Verfügung zu haben. Jetzt führe ich das mal aus. Jetzt beginnt Maven Abhängigkeiten zu ziehen aus dem Maven Repository. Das sieht man hier, dass er ganz viele Sachen runterlädt. Ich kann auch mal zeigen, wo er das ablegt. Mal gucken, ich kann mal hier einen neuen Terminal aufmachen. Und wer sich fragt, wo das jetzt alles landet, das landet in meinem Home-Ordner und dann gibt es hier einen Ordner .m2, einen versteckten Ordner. Und dort entsteht Repository und dann gucken wir uns das an. Und da sind die ganzen Bibliotheken runtergeladen. So, die andere Seite ist auch schon fertig. Jetzt haben wir natürlich hier Build-Failer. Ja, wir gucken uns gleich mal an, warum. Interessant, hier sagt er, ein Test lief, ein Fehler. So, das heißt, der Test ist nicht gut durchgelaufen und hier zeigt er auch den Fehler an. Wir gucken uns dann noch auch an, woran das liegt. Ich mache auch gleich mal hier ein bisschen größer, mal gucken, dass das auch so, jetzt kann man das ein bisschen besser erkennen. Hier sind ganz viele Exceptions geflogen. Ich weiß natürlich, woran es liegt und wir hangeln uns da jetzt mal ran. Denn wir haben in Spring Boot eine Abhängigkeit gestaltet zu Hibernate. Und Hibernate möchte gern eine Datenbankverbindung aufmachen. Kann es aber gar nicht, weil wir gar keine Datenbank installiert haben und auch nicht konfiguriert haben. Das heißt, damit wir jetzt eine Spring Boot-Applikation mit sauber hochgefahren bekommen, müssen wir natürlich eine Datenbank initialisieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, steht hier so schön, ne, dass man eine eingebettete Datenbank verwenden kann, wie eine HSQL oder eine H2. Machen wir jetzt nicht, sondern wir werden gleich eine richtige Postgres installieren.
Warum übrigens Postgres? Das ist jetzt wieder so eine, wie soll ich sagen, so eine Geschmackssache. Als eine MySQL würde es natürlich genauso machen oder irgendein anderer Datenbanktyp. Ich bin groß geworden in der Softwareentwicklung mit Postgres. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Datenbank und dementsprechend werde ich jetzt hier Postgres einsetzen. Und sie lässt sich auch relativ einfach installieren, was wir jetzt auch tun werden. Äh, Das ist ein Punkt, den habe ich schon mal vorbereitet, also im Sinne von, dass ich den Befehl schon mal rausgefischt habe. Mal gucken, das ist jetzt sudo apt-get install, damit wir das machen. Dann haben wir hier einfach Postgres, ql Postgres, ql-contrib. Contrib sind noch ein paar Bibliotheken, die einfach benötigt werden. So, ich drücke Enter und jetzt beginnt Ubuntu wieder eine Datenbank, die Datenbank zu ziehen. Version 9.5 ist eingebettet, ist völlig ausreichend. Es gibt inzwischen ja schon eine Version 10, ich glaube eine 11 ist auch schon angekündigt zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist aber eine irrelevant. Man könnte auch gucken, dass man auch schon eine 9.6 bekommt. Für unseren Anwendungsfall reicht eine 9.5 erstmal. Gut, da ist hoffentlich eine Datenbank auf die Platte gefallen. Äh, Hier sagt er auch schon an, wo sie hin installiert worden ist, wo die Daten sich befinden, wo die Konfiguration sich befindet. Da müssen wir aber nichts weiter anpassen und wichtig ist dieser Port 5432, das ist der Standardport. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass die Datenbank automatisch startet. Da gibt es einen kleinen Befehl, der ist jetzt optional, muss man nicht machen. Äh, Ich mache es aber gleich mal, damit das erledigt ist. So, jetzt habe ich eigentlich nur gesagt, dass die Datenbank beim Boot-up von diesem System hier gleich angestartet wird. Und dann habe ich hier noch den Startbefehl für die Datenbank. Ich bin mir gerade nämlich gar nicht sicher, ob die überhaupt schon läuft. Deshalb geben wir einfach nochmal ein. So, jetzt kann ich mir zumindest halbwegs sicher sein, dass sie da ist. So, jetzt haben wir noch die Aufgabe, das Standardpasswort von der Datenbank zu ändern. Das ist auch relativ einfach. Sudo-u heißt, führe als ein bestimmter Nutzer, nämlich in dem Fall ist es der Postgres-Nutzer, mal bitte den Befehl psql aus und zwar als Nutzer Postgres. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt an der Stelle. Also, das ist der Systemnutzer, den wir haben. Oh, hier habe ich noch einen Schreibfehler drin, das sehe ich gerade. PSQL ist ein von Postgres bereitgestellter Kommandozeilenbefehl. Und das ist ein Parameter, in dem wir nämlich sagen, log dich mal in die Datenbank bitte als Postgres-User ein. Ich drücke Enter. Jetzt bin ich in der Datenbank eingeloggt. Und jetzt müssen wir noch das Passwort ändern. Das geht so, indem wir hier Backslash machen. Password, Postgres, Enter. Bitte ein neues Passwort eingeben. Und das nenne ich auch einfach Postgres. Da das hier eine lokale Entwicklungsumgebung ist, auch noch in einer virtuellen Maschine bin ich hinsichtlich Passwortsicherheit im Moment entspannt. Auf produktiven, also auf Testumgebungen oder produktiven Umgebungen sollte man natürlich nochmal ganz andere Standards an den Tag legen. So, mit /q logge ich mich wieder aus und wir haben eine hoffentlich funktionierende und laufende Datenbank. Also, dass sie läuft, wissen wir, weil ich mich ja gerade eingeloggt habe und ich habe noch einen Nutzer hinzugefügt. Gut, jetzt könnten wir nochmal Maven ausführen. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt haben wir eine Datenbank. Es fehlt natürlich noch was, aber trotzdem erstmal in die Falle tappen und dann drüber nachdenken, was könnte denn schiefgelaufen sein. So, Maven kompiliert, Test fährt hoch. Das sieht man immer so schön hier, dass der Spring-Kontext hochgefahren wird und es geht immer noch nicht. Er sagt, fail to load application. Und hier gibt es ein paar wichtige Stichwörter. Wenn man die auf dem Schirm hat, wird einem relativ schnell klar, was los ist. Nämlich hier Error creating bean with name data source. Das bedeutet, er versucht eine Datenquelle zu initialisieren und kann es nicht. Das ist für mich immer so das visuelle Signal, dass irgendwas mit der Datenbank nicht hinhaut. Die Fehler sind mal relativ komplex mit vielen Stack Traces und allem drum und dran. Davon sollte man sich nicht irritieren lassen, sondern stattdessen ruhig bleiben und genau den Fehler versuchen rauszufischen,
Faustregel, meistens ist er relativ weit unten, die Ursache. Äh, Hier steht nämlich zum Beispiel auch Fail to determine a suitable driver class. Na, das heißt, wir haben irgendwie irgendeine Art von Problem. Das kriegen wir aber in den Griff, hoffe ich. So, jetzt ist die einfachste Variante. Ich weiß natürlich grob, was wir tun müssen. Das erste, was vielleicht fehlt, ist, dass wir äh, den JDBC-Treiber, also das ist der Treiber, der eine Verbindung zwischen Java und der Datenbank herstellt. Da ist typischerweise für jede Datenbank ein eigener Treibertyp vorhanden. So, ich nehme jetzt hier mal einen einfachen Editor und dann gucken wir uns, also ohne Eclipse, ohne alles, wir gucken uns einfach mal hier die POM-XML an, die ja diese Abhängigkeiten definiert und dann sehen wir haben hier Spring Boot Dependencies, aber von Postgres lese ich hier noch gar nichts. So, das heißt, Google auf und Frage gestellt, die da lautet, Postgres Maven Dependency für Version, welche hatten wir jetzt? 9.5, glaube ich. Maven 9.5 sollte dann schon passen. Da, Maven Postgres 9.5 Driver, gucken wir mal. So, und dann kommen wir hier schon an die richtige Stelle und da sehen wir schon. Hier ist jetzt was mit 9.4. Oh, ja, könnte trotzdem funktionieren. Probieren wir es einfach mal. Werden wir dann schon sehen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, finde ich hier schnell einen Link, der irgendwie zu 9.5 führt. Egal, wir probieren es aus. Wir sehen dann schon, ob es geht. So, das heißt, kopieren, dann rüber in die Dependencies und Dependency einfügen. Noch ein bisschen formatieren. So, speichern. Dann öffnen wir den Terminal, probieren es nochmal. Jetzt haben wir zumindest eine Dependency neu drin. Jetzt müsste hier, jetzt fängt er auch an, irgendwas herunterzuladen. Irgendwas mit Postgres liest man hier so im Hintergrund. Das heißt, er hat die Dependency erkannt und er lädt auch etwas runter. Das ist immer schon ein gutes Zeichen. Trotzdem funktioniert es noch nicht. Er sagt immer noch, fail to determine a suitable driver class. So, und um das zu lösen, müssen wir noch ein paar Informationen hinterlegen in der Spring Boot Applikation an der richtigen Stelle. Und das ist relativ einfach. Ich hoffe, dass es jetzt gleich auf Anhieb alles funktioniert. Und zwar haben wir unter Source, Main, Resources eine Application Properties. Das ist die im Spring Boot die zentrale Konfigurationsdatei, in der wir im Prinzip, die ist hier auch leer, ne, weil es nichts konfiguriert, in der wir zentrale Konfigurationspunkte steuern können. So, und was wir jetzt machen müssen, ist folgenden Konfigurationspunkt ansteuern. Das sind Sachen, die man sich im Grunde auch ergoogelt. Das ist nichts, was man sich auf der grünen Wiese aus den Fingern saugt. GraphQL jetzt konzentriert abschreiben. Localhost, das passt. Port 5432 passt. Und dann standardmäßig, das weiß ich einfach, dass das so ist, heißt die Datenbank Postgres, die da angelegt worden ist. Also in der physischen Postgres-Datenbank gibt es eine logische Datenbank innen drin. Das können wir später, wenn wir das Datenbank-Tool installiert haben, in Eclipse zum Beispiel oder pgadmin oder was auch immer, mal ein bisschen genauer erforschen. So, jetzt haben wir erstmal Postgres, die URL. Ich vergleiche die nochmal, ob ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Sieht erstmal nicht so aus. Dann müssen wir Spring.datasource.username gleich Postgres und Spring.datasource.password gleich Postgres. Das steht jetzt hier im Klartext. Es gibt natürlich auch Mittel und Wege, um Passwörter zu verschlüsseln, also verschlüsselt in diesen Konfigurationen abzulegen. Das können wir in einem späteren Tutorial gerne mal abhandeln. Jetzt müssen wir noch einen letzten Punkt machen. Punkt Database-Platform. Und jetzt teilen wir Spring mit, beziehungsweise genauer Hibernate. Welchen Datenbanktyp haben wir? Denn nicht jede Datenbank funktioniert genau gleich, sondern
So, PostgreSQL 9.4 Dialect. Das sieht gut aus. Gut, speichern. Und es ist spring.jpa.database-platform. Das haben wir. Ist gleich org.hibernate. Ich gleiche das hier nebenher ab auf meinem zweiten Bildschirm. Punkt, großes P, PostgreSQL 9.4 Dialect. Ich tippe absichtlich ab, statt rein zu kopieren, damit das alles auch ein bisschen wirken kann. So, noch ein Versuch. Gespeichert habe ich. Mal gucken. MVN Clean Package. Ziel ist es, dass dieser eine Test, der da drin existiert, grün wird. Da. So, wir haben da auch irgendeine Art von Exception. Aber irgendwas passiert ja jetzt Neues. Jetzt zieht er aus dem Maven-Repo irgendwelche Dinge. Das war ganz schön viel. Ah, Build Success. Das ist ja ein gutes Zeichen. Diese Exception, die da oben war, die war ein bisschen irritierend. Gucken wir mal. Das könnte aber ein einmaliges Problem gewesen sein, aber ist auch egal. Wir probieren es nochmal. Im Zweifel gucken wir uns die dann mal an. Das Fehlerauftreten ist ein völlig normales Thema. Da muss man sich einfach damit abfinden, äh, dass man öfter mal Fehleranalyse betreiben muss und rauskriegen muss, warum gibt es denn hier ein Problem. So, gucken wir uns die Exception hier an. Also im Grunde scheint der Test grün durchzulaufen. Das heißt, er kann den Kontext hochfahren, er kann die Spring Boot Applikation hochfahren. Ja, hier SQL Feature Not Supported Exception is not yet implemented. Das heißt, hier gibt es in der Tat vielleicht noch einen Konflikt zwischen dem Treiber 9.4 und der von mir installierten Datenbank. Den Konflikt müssen wir uns dann, den werde ich mir dann im Nachgang mal angucken, weil hier eine 9.5 installiert ist und wir haben den 9.4er Treiber verwendet. Auch hier sieht man irgendwie, dass der Connection-Treiber vielleicht nicht neu genug ist. Wir könnten ja einfach mal ganz kurz gucken, ob ich eine aktuelle für 9.5 etwas finde. Hier steht was von Postgres und jetzt gucken wir mal. 9.3, 9.4. Ach je, und jetzt geht es hier mit Version 42 weiter. Das ist ja allerhöchst irritierend, aber ich lasse mich mal nicht lumpen und nehme einfach mal das aktuellste. Probieren. Studieren geht über probieren, wie es immer so schön heißt, ne? Ja, probieren wir es einfach mal. Nehmen wir mal die Dependency hier raus, kopieren und gehen mal in den Editor rüber, falls ich ihn jemals wiederfinde. Hier ist einer. Hier ist die POM. Und hier ist die alte Dependency, die klammern wir mal nur aus. Und hier ist die neue Dependency, die lassen wir. So, und lassen wir sie mal reinrutschen. So, speichern. MVN Clean Package. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt den aktuellsten Treiber nehmen. Das kann immer noch zu einem Konflikt führen. Vielleicht müssen wir genau die richtige Version rausfischen. Das würde ich aber nicht im Zuge dieses Tutorials machen. Das würde ich natürlich im Nachgang raussuchen. Ja, klemmt immer noch irgendwas. Zumindest ist der Kontext trotzdem hochgefahren. Das ist schon mal gut. Gut. Okay, hier wird eine Lösung vorgeschlagen, dass man doch bitte das hier konfigurieren soll. Okay, probieren wir mal aus. Wo bin ich hier? Da ist der Texteditor. Wir öffnen die Application Properties. Wir pasten das rein. Paste. Klingt aber, ist eine Lösung, die ich so noch nicht gesehen habe. In meinen anderen bisherigen Applikationen ist dieses Problem noch nicht aufgetreten, aber
Man lernt immer dazu. Es passieren ständig neue Dinge, die man so noch nicht gesehen hat. Daran muss man sich auch gewöhnen. So, er baut, er macht, er tut und fehlerfrei durchgelaufen. Na, immerhin etwas. Gut, das heißt, wir sind zumindest an einem Punkt, wo man sagen könnte, wir haben eine lauffähige Applikation. Jetzt wäre der Punkt, zumindest Eclipse zu installieren. Das bedeutet, das mache ich jetzt noch schnell, das ist der letzte Schritt in diesem Tutorial und dann kümmern wir uns um das nächste Thema in dem nächsten Tutorial. Gut, ich gehe hier auf Download und ich verwende typischerweise als Eclipse die, jetzt muss ich gerade mal gucken, 64-Bit, ich hätte gern die ganz einfache Version. So, Moment, das ist nicht die, die ich haben will. Moment. So, Download waren wir doch gerade. Ich möchte gern. Ach so, das ist nur der. Das ist das Richtige. Okay, gut. Laden wir das mal runter. Download. Save. Das ist der Installer, den wir brauchen. Gut. Da haben wir es. Müsste hier im selben Ordner landen. Da. Extract hier. Und das ist der Installer. Und jetzt können wir auswählen, welche Eclipse-Version wir gerne hätten. Ich empfehle die einfache, also die JEE, die ist deutlich komplexer, hat mehr drin im Bauch. Uns reicht ein Git-Client, Maven-Integration und die Standard Java IDE. Ist für das, was wir machen wollen, völlig ausreichend. So, die Installation machen wir mal direkt in Parallels Eclipse. Okay, gut, das sieht wie eine Drohung aus, aber ach so, wegen des Slash, Trailing Slash, da ist er. So, das ist der richtige. So, wir installieren das direkt hier rein und das ist in Ordnung und install in meinen Home Ordner. Und wir starten Eclipse. So, schauen wir mal, Eclipse Workspace. Der Workspace ist im Prinzip nur ein Verzeichnis, in dem kann man Quellcode drin haben, muss aber nicht. Das ist im Prinzip, wo die Einstellungen gespeichert werden. Machen wir auch gleich als Standard. So, Welcome Screen. Und wir machen das mal hier Fullscreen. So. Die Tasklist brauchen wir nicht. Der Outliner, Package Explorer und Problems sind wirklich für den Anfang völlig ausreichend. Wir müssen jetzt das Projekt importieren. Das Maven-Projekt. Entscheidend ist, dass wir Eclipse sagen, dass es ein Maven-Projekt ist, damit Eclipse das auch einzusortieren weiß. Da gibt es jetzt zwei Wege. Der einfachste ist jetzt folgender, dass man, also entweder man zieht es rein und macht das nachträglich oder man sagt jetzt hier Maven, Existing Maven Project, dann das Projekt ansteuern, hier unter Documents und OK. Und den Rest kann man alles so lassen und einfach Finish. Jetzt steht hier Importing.
So, jetzt zieht er auch den Quellcode teilweise von den Bibliotheken, damit man beim Debuggen da reingucken kann. Interessanterweise ein, äh, ein Warning gibt es schon. Ach ja, okay, wir können eine Managed Version verwenden. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen, was das bedeutet. Das ist ein guter Hinweis hier von Eclipse. Es hat nämlich in die POM reingeschaut und festgestellt, dass ich diese Version mir hätte sparen können. Denn, wenn man sich die POM anguckt, erbt mein Projekt, dieses Tutorial-Projekt von Spring Boot. Das macht diese Parent-Beziehung aus. Bedeutet, alles, was Spring Boot kann, kann im Grunde mein Projekt jetzt auch. Darüber hinaus gibt es in Spring Boot verwaltete Versionen. Bedeutet, da die Kompatibilitäten zu der Version 2.1.1 in Spring Boot mit irgendwelchen Bibliotheken, die im Bauch drin sind bereits geprüft und dort hinterlegt. Das bedeutet, Spring Boot weiß normalerweise allein, welcher Treiber, welche Version dieses Treibers für Spring Boot geeignet ist. Ich speichere das mal ab, wir probieren es mal aus. Jetzt ist das Warning auch schon mal weg. Ich habe einfach die Version gelöscht. Mehr habe ich gar nicht gemacht. So, und jetzt gibt es zwei Wege. Entweder wir führen in Eclipse Maven aus, was ich selten tue. Eigentlich führe ich es auf der Kommandozeile aus. Äh, oder ja, wir tun es auf der Kommandozeile, so wie immer. So, ich führe auf der Kommandozeile aus. Gut, hat geklappt. Build Success. Das bedeutet, wir haben jetzt ein funktionierendes Eclipse, das im Hintergrund auch ausgegangen ist gerade. Ich vermute mal, meine virtuelle Maschine hier hat zu wenig RAM. Das werde ich dann zum nächsten Tutorial gleich mal nachziehen. Wir haben jetzt zusammengefasst ein passendes Java installiert. Wir haben Maven installiert. Wir haben eine Datenbank installiert und konfiguriert, zumindest für den Anfang, für uns ausreichend. Wir haben Spring konfiguriert und wir haben es gebaut auf der Konsole. Und diese Applikation ist jetzt lauffähig. Das lauffähig in dem Sinne, dass ich jetzt auch ein WAR-File bauen könnte. Ein WAR-File ist im Prinzip ein Artefakt, eine Art ZIP-File könnte man sagen, das in einen Tomcat, das ist eine Laufzeitumgebung, hinein deployed werden kann. Dort packt der Tomcat das dann und stellt den Quellcode, führt diesen Quellcode aus. Darüber lassen sich leicht dann zum Beispiel REST-Endpunkte oder Web-Services oder ähnliches zur Verfügung stellen. Dafür ist der Tomcat in erster Linie geeignet, aber auch natürlich für andere Dinge. Gut, das soll es für dieses erste Tutorial gewesen sein. Das nächste Tutorial wird sich dann damit befassen, dass wir mal ein paar Dinge uns genauer anschauen. Dann wird meine VM hier auch bestimmt ein bisschen mehr RAM von mir bekommen haben. Dann werden wir einen ersten REST-Endpunkt erzeugen. Also ein Endpunkt, der es wirklich ermöglicht, im Browser aufgerufen zu werden und der dann bestimmten Quellcode ausführt. So, vorbereitend dazu werden wir uns mit Spring MVC ein bisschen beschäftigen, mit den zugehörigen Annotationen und ausprobieren, dass das auch alles funktioniert. Und im nächsten Schritt werden wir eine Entität erzeugen, also sprich ein Datenbank-Mapping durchführen und wirklich ein Objekt in der Datenbank ablegen auf Basis dieses REST-Endpunktes. Also der REST-Endpunkt wird aufgerufen und das Datenbankobjekt wird in der Datenbank abgelegt. Und das werden wir mit die JUnit auch testen. Ich werde also auch zeigen, wie man REST-Endpunkte in Spring testen kann, in Spring Boot testen kann. Gut, dann bis zum nächsten Tutorial.